Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, und willkommen zum heutigen Video. Ja, ist der Honda XADV ein Roller oder ist es doch ein Motorrad? Ich werde heute mal aufgrund meiner Erfahrung auf diese Frage eingehen. Es wurde ja in den letzten Videos von euch darüber natürlich auch kontrovers diskutiert. Und ich schilder euch mal, was aufgrund meiner Erfahrung wir hier für ein Fahrzeug haben. Wenn wir jetzt alleine uns die Honda-Webseite mal anschauen und gucken mal, wie ist das Fahrzeug da klassifiziert, dann taucht der Honda XADV bei den Adventure Bikes auf. Also nicht bei Rollern, auch nicht bei Motorrädern, sondern bei Adventure Bikes. Er hat natürlich, das muss man sagen, viele Gene, die in Richtung Adventure gehen. Wobei ich sagen würde, ein richtiges Adventure Bike ist er irgendwie auch nicht. Also er hat halt viele Sachen, die ihn verknüpfen, auch mit der Rollerwelt. Vom Fahrwerk her kann man sagen, das ist ein Motorradfahrwerk. Das ist ja das, wie bei der NC 750, da ist, glaube ich, kein großer Unterschied. Genauso der Motor, Zweizylinder, Kettenantrieb, DCT-Getriebe. Wenn jetzt hier ein Tank drauf wäre, könnte man da auch ganz schnell ein Motorrad draus machen. Gene, die er auf jeden Fall vom Roller mitbekommen hat. Ich gehe mal in die Sitzposition rein. Also ihr seht schon, man hat hier einen Durchstieg. Ich kann hier, auch wenn er sehr hoch ist, natürlich wie bei einem Roller aufsteigen. Wobei man muss dann schon das Bein relativ hoch nehmen. Aber ich habe eine, in Anführungszeichen, rollertypische Sitzposition. Ich habe ein Trittbrett, ich kann die Beine ein bisschen nach vorne strecken, ich kann die Füße variieren. Das ist bei einem Motorrad nicht möglich. Da habe ich Fußrasten, da sind die Füße drauf und das war's. Feierabend. Eine Sitzposition, eine Fußstellung und keine Möglichkeit zu variieren. Da sind also schon sehr stark die Gene eines Rollers da, also ein Trittbrett, ein Durchstieg, auch wenn sehr hoch. Und eine Sache, er hat ein Helmfach unter der Sitzbank. Ähnlich wie bei vielen anderen Rollern, bei manchen größer, bei manchen kleiner. Hier passt auf jeden Fall ein Integralhelm unter die Sitzbank runter. Also auch wieder so ein Rollergen. Dann hat er natürlich eine Verkleidung, rollertypisch. Also er hat Windschutz, den er bietet. Wenn ich mich hier hinten so ein bisschen klein mache mit den Beinen, dann bin ich ganz gut vom Wind geschützt. Windschild, gut, das haben Motorräder auch. Aber das sind alles Gene, die schon sehr rollerähnlich sind. Motorradähnlich jetzt wiederum ist zum Beispiel der ganze Lenker. Also wenn man hier drauf sitzt und ich blende jetzt mal so den Mitteltunnel aus, dann ist der Lenker schon sehr motorradähnlich. Also man könnte auch denken, man sitzt auf einer Africa Twin. Der ist extrem breit, der Lenker. Das Display in der Mitte, wir haben keine Lenkerverkleidung, der Lenker ist offen, ich sehe die Gabel unten. Das ist schon eher Motorrad. Wenn ich dann aber nach unten schaue, dann habe ich keinen Tank, ich habe auch keinen Knieschluss. Und das ist eine Sache, weil viele sagen, das ist ein Motorrad. Also für mich ist der auch kein Motorrad, weil ein Motorrad ist für mich ein Zweirad, bei dem ich den Tank in der Mitte habe und einen Knieschluss habe, was fürs Fahren wichtig ist. Ja, weil man natürlich viel mit den Knien am Tank dann das Fahrzeug auch steuern kann und eine sichere Stabilität hat. Die habe ich hier nicht. Also meine Knie schwingen hier frei rum. Ich sitze also eher wie auf einem Roller. Also von daher ein reines Motorrad. Tut mir leid, ist es auch nicht, weil auch wenn das Ding eine Kette hat, weil es gibt auch viele, in Anführungszeichen, reine Scooter, die eine Kette haben, gerade die größeren, so um die 500 Kubik. Ich glaube, der Sim hat eine Kette. Das steht natürlich jetzt nicht nur für Motorrad. Motorrad hat Kettenantrieb, sondern es gibt welche mit Kardan, es gibt welche mit Riemen, Harley zum Beispiel. Was den Motor angeht, wir haben hier einen Zweizylinder drin, 750 Kubik, der hat natürlich schon anständig Leistung. Also von der Kraftentfaltung denkt man schon eher, man ist auf einem Motorrad, wobei es auch vorher schon große Roller gab. Burgmann 650 Kubik, den BMW C 650, Kymco 550, Sim hat auch einen 500er. Also es gibt ja schon einige in den höheren Kubikzentimeterklassen. Und von daher Motorleistung jetzt auch nicht unbedingt ein Hinweis auf Motorradähnliches Fahrzeug. Wo wir aber ganz klar schon natürlich einen Vorteil sehen von dem XADV, ist das Fahrverhalten. Also der fährt schon sehr motorradähnlich. Ja, bei Rollern haben wir einen sehr tiefen Schwerpunkt. Der ist hier schon ein bisschen höher, muss man sagen. Also aufgrund des ganzen Konstrukts, des Motors, der Tank. Hier unten liegt alles ein bisschen höher. Die Sitzposition ist auch viel höher. Und von daher, man sitzt hier schon dynamischer drauf. Wenn man dann noch diese Fußrasten hier hinten nutzt, hat man eine etwas nach vorne geneigte Sitzposition. Bei den meisten Rollern sitzt man ja eher gerade. Also man hat bei dem XADV eine sehr motorradähnliche Sitzposition und auch Fahrweise, weil das Fahrwerk
sehr, sehr gut ist, muss man wirklich sagen. Auch sehr lange Federwege hat. Man könnte also rein theoretisch auch mal ins Gelände fahren. Aber dafür finde ich, da würde ich dann lieber eine Enduro fahren, wenn ich ins Gelände will und da meinen Spaß haben will. Also der ist jetzt eher so ein Allrounder. Man kann mit dem natürlich schon mal so ein paar Feldwege fahren. Das geht wunderbar. Aber er hat halt auch keine Stollenreifen. Also mit dem jetzt richtig ins Gelände, weiß ich nicht. Würde vielleicht gehen bei erfahrenen Fahrern, aber ich glaube, es ist eher so ein Allrounder. Also wie viele andere Fahrzeuge auch. Mit dem kann ich wunderbar Straße fahren. Er ist auch für die Stadt händelbar, wobei er natürlich schon recht schwer ist mit 235 Kilo. Das merkt man auch beim Handling ein bisschen. Man sitzt ein bisschen höher, hat dadurch einen wunderschönen Überblick, auch im Verkehr. Das finde ich ganz toll. Und von daher, er ist für alles gut. Und wenn es dann mal ein bisschen regnet, dann bin ich aufgrund der Karosserie auch gut geschützt. Ich habe dann auch wiederum die Vorteile eines Rollers. Ich habe die Fußpositionen, die ich variieren kann. Das finde ich ganz toll. Also ich kann halt motorradähnlich fahren, so ein bisschen Fußrasten nutzen und ein bisschen reinlegen. Ich kann aber auch die Füße ganz normal und gerade. Oder ich kann mich ein bisschen nach hinten lehnen, ein bisschen in den Lenker reinhängen und ein bisschen cruisen und die Füße nach vorne machen. Und das ist eine ganz tolle Sache. Das bietet kaum ein anderes Fahrzeug solche Variabilität. Klassifizierung, Motorrad oder Roller, er hat viele Attribute von beiden Welten und hat sich da tolle Sachen rausgepickt. Natürlich polarisiert er, natürlich ist die Optik Geschmackssache. Es ist natürlich keine Vespa und es ist auch kein normaler Roller. Es ist ein Crossover, bei dem Honda versucht hat, möglichst viel an Funktionalität in ein Fahrzeug zu bringen und das ist extrem gut gelungen. Ja, also was wäre mein Fazit aufgrund meiner Erfahrung? Ist es ein Roller, ist es ein Motorrad? Es ist nichts von beidem und doch beides. Es ist ein Crossover, hat Attribute von beiden und verknüpft diese beiden Welten auf eine ganz tolle Art und Weise miteinander. Und am Ende, wenn man es genau nimmt, ist es nicht völlig egal, wie es heißt. Heißt es Motorrad, heißt es Roller, heißt es Crossover, heißt es Adventure Scooter, heißt es Adventure Bike. Es ist ein Zweirad, was unheimlich viel Spaß macht, mit dem man alles machen kann, was man machen möchte. Und das ist das Wichtigste, glaube ich. Und von daher verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr weiter diskutieren wollt. Also von daher gerne eure Kommentare unten reinschreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.